Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Digital Economy Review. Heute wollen wir uns mit den großen Hackerangriffen vom April 2026 beschäftigen. Ich werde insgesamt 3 Teile fürs erste dafür machen. Das hier ist der erste Teil. Ich wünsche Ihnen viel Unterhaltung und viel Information. Bevor ich zum Thema komme, folgender wichtiger Kommentar. Ich äußere mich hier zu Blockchain-Technologien, zu Kryptowährungen und kommentiere auch Sachverhalte aus technischer Sicht zum Thema IT-Sicherheit. Bitte bedenken Sie, dass dies allein Ihrer Unterhaltung und Ihrer Informationen dient. Die in dieser Sendung präsentierten Informationen stellen keine Beratung und keine Empfehlung dar. Für Verluste und Schäden wird keine Haftung übernommen. Kryptowährungen sind ein hochriskantes Investment und IT-Sicherheit erfordert intensive und individuelle Beratung. Eignen Sie sich fundiertes Hintergrundwissen an und wenden Sie sich an sachkundige und vertrauenswürdige Berater, bevor Sie mit dem einen oder mit dem anderen umgehen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der April 2026 wird in den üblichen Blogs und Diskussionsportalen häufig als das dunkelste Kapitel der Kryptowährungsindustrie bezeichnet. Und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir hatten uns ja beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob Sie dabei waren, aber beim letzten Mal hatte ich mich mit einem Hackerangriff beschäftigt, der spektakulär klang, aber gemessen daran noch recht glimpflich vonstatten gegangen ist. Das ist in dem Fall nicht mehr so. Also es hat im April 26 24 schwerwiegende Hackerattacken gegeben. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ungefähr 600 Millionen US-Dollar beziffert. Und das ist natürlich eine Menge. Und darum wollen wir uns die Sache mal etwas näher angucken. Dieser Gesamtschaden verteilt sich zum größten Teil auf 2 schwere Attacken. Also beim sogenannten Kelp-DAO-Exploit sind 290 Millionen US-Dollar Schaden entstanden. Beim Angriff auf das Drift-Protokoll dann nochmal 280 Millionen. Der Rest verteilt sich dann auf mehrere Hackerattacken mit entsprechend kleinerem Schaden. Aber die Summe ist erheblich. 24 Attacken mit ganz unterschiedlichen Methoden sind natürlich bemerkenswert. Und darum möchte ich mir mit Ihnen zusammen die beiden großen Angriffe, also den Kelp-DAO-Exploit und den Angriff auf das Drift-Protokoll, etwas näher angucken. Heute beschränke ich mich nur auf den Kelp-DAO-Exploit, damit die Folge dann nicht zu groß wird. Den Angriff aufs Drift-Protokoll schaue ich mir in einer anderen Folge an. Und ja, zwischendrin möchte ich dann über diese ominöse Lazarus-Gruppe, der diese Angriffe vielfach zugeschrieben werden, etwas näher angucken. Ja, also insgesamt 3 Folgen. Dieses Mal der Kelp-DAO-Exploit, die anderen beiden Themen demnächst. Ich hoffe, es ist interessant für Sie. Fangen wir an mit dem Kelp-DAO-Exploit. Zunächst, was ist eigentlich Kelp-DAO? Kelp-DAO ist ein Liquid Restaking-Protokoll auf der Ethereum-Blockchain. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was Liquid Restaking sein soll. Vielleicht denken Sie sich auch, muss irgendwie was mit Staking zu tun haben. Und da sind Sie auch auf der richtigen Spur. Es geht also tatsächlich um das erneute Staken von bereits gestakten Ether. Staking, der Begriff sollte Ihnen geläufig sein. Falls nicht, lesen Sie am besten auf Wikipedia im Artikel über die Blockchain die Abschnitte über Proof of Work und Proof of Stake nach. Das sind die beiden wichtigsten Verfahren zur Absicherung neuer Transaktionsblöcke auf der Blockchain. Das ist also wirklich grundlegend. Das Staking, damit haben viele technische Funktionen zu tun, auch Hackerangriffe oftmals. Also ist ein grundlegender Begriff. Wenn Sie hier mit mir wirklich in die technische Tiefe einsteigen wollen, das Video würde jetzt zu lange werden, wenn ich das erklären würde. Vielleicht mache ich es an anderer Stelle mal. An der Stelle bitte lesen Sie es nach, wenn Sie es nicht kennen. Staking, letztlich bedeutet es einfach, dass der Nutzer einen Teil seiner Ether hinterlegt in einem Smart Contract. Dafür kann er an der Überprüfung neuer Transaktionsblöcke teilnehmen. Wenn es zu einer einvernehmlichen Freigabe des neuen Blocks kommt,
kriegt jeder, der teilgenommen hat, auf Grundlage der hinterlegten Ether eine Staking-Prämie ausgezahlt. Falls das schief geht, kann es zum sogenannten Slashing kommen. Da verlieren die Teilnehmer unter Umständen einen Teil der hinterlegten Ether, ist also ein gewisses Risiko damit verbunden. Aber unterm Strich sollten die Staking-Prämien normalerweise die eher selten eintretenden Verluste überwiegen, sodass man auf die Weise mit Ether, die man einfach hält, ein passives Einkommen generieren kann. Das ist also das einfache Staking. Liquid Restaking, vielleicht zunächst, man könnte dieses Staking auch über den Umweg eines solchen Liquid Restaking Protokolls durchführen. Nämlich so ein Protokoll hat einen Pool von, in dem Fall Ether, in den kann man die eigenen Ether einzahlen. Der Pool ist natürlich ein Smart Contract, in dem diese Ether gebunden sind, solange sie hinterlegt sind. Und wenn man Ether hinterlegt, kriegt man im Gegenzug eine entsprechende Menge von Restaked Ether ausgezahlt. Restaked Ether ist ein eigenständiges Token, das der Betreiber des Liquid Staking Protokolls herausgibt, und das repräsentiert letztlich den Anteil, den man am Pool der von vielen Nutzern hinterlegten Ether hat. Die hinterlegten Ether, die werden dann letztlich vom Protokollbetreiber für Staking eingesetzt. Die Staking-Prämien gehen dann nicht direkt zurück an die Nutzer, sondern in den gemeinsamen Pool. Das heißt, man kriegt da keine neuen Ether mehr für die Teilnahme am Staking, sondern stattdessen gewinnt der Restaked Ether, also das Token, was den Anteil repräsentiert, immer mehr an Wert, weil eben der Pool, an dem man einen Anteil hat, größer wird. Das ist die eine Hälfte dieses Liquid Restaking. Da kann man sich natürlich noch fragen, warum soll man das tun? Der Punkt ist, dieser Restaked Ether, dieses Token, ist wiederum ein eigenständiges Token, mit dem man wieder Transaktionen durchführen kann. Und damit kann man auch am Staking, also an der Absicherung von anderen Diensten auf der Blockchain teilnehmen. Zum Beispiel Layer-2-Netzwerke werden auch abgesichert durch ein Staking, und da kann man nicht nur die originalen Ether einbringen, sondern auch Restaked Ether und vergleichbare Token, und dadurch hat man auf der einen Seite Staking-Prämien aus dem direkten Einsatz des Restaked Ether, und zugleich nimmt der Restaked Ether auch an Wert zu, weil der Betreiber des Liquid Restaking Protokolls mit den hinterlegten Ether ebenfalls am Staking, in dem Fall dann der Ethereum Blockchain, selber teilnimmt. Also dadurch addieren sich letzten Endes die Risiken, aber damit eben auch die passiven Erträge, die man auf beiden Seiten erzielt. Also auf der einen Seite durch das Staking in der Ethereum Blockchain selbst, durch den Betreiber des Protokolls, auf der anderen Seite durch das Staking, indem man mit dem Restaked Ether teilnimmt. So kann man Risiken, aber gleichzeitig auch die Einnahmen, die man damit hoffentlich erzielt, addieren. Ein zweiter Begriff, den Sie sich auch merken sollten, ich hatte ihn eben schon beiläufig erwähnt, ist der des Layer-2-Netzwerks. Ein Layer-2-Netzwerk können Sie sich vorstellen wie eine Überholspur auf der Blockchain. Das ist also ein zusätzlicher Dienst, der auf der eigentlichen Blockchain aufbaut und der benutzt werden kann, um Transaktionen zu bündeln, also Transaktionen, die sonst mehrere Blöcke brauchen würden und relativ hohe Transaktionskosten verursachen würden, kann man damit bündeln, sodass sie zumindest günstiger, wahrscheinlich auch schneller durchgeführt werden können. Und um diese Layer-2-Netzwerke mit der zugrunde liegenden Blockchain zu verbinden, braucht man dann solche Bridges. Vielleicht haben Sie mein letztes Video über den Hyperbridge-Exploit schon gesehen. Das war genau so eine Bridge-Technologie. Die Kelp-DAO-Bridge enthält so eine Funktion auch. Also eine Bridge ist immer die Verbindung zwischen zwei Blockchains bzw. einer zugrunde liegenden Blockchain und einem darauf aufbauenden Dienst, zum Beispiel einem solchen Layer-2-Netzwerk.
Prinzipiell besteht so eine Bridge aus zwei Smart Contracts, einem auf jeder Blockchain, beziehungsweise einem auf der Blockchain und einer auf dem Layer 2 Netzwerk und einem Protokoll, mit dem diese beiden Smart Contracts miteinander kommunizieren können. Also, wenn Sie zum Beispiel Ether auf der Ethereum Blockchain haben, und da die einlegen ins CapDAO-Protokoll, haben Sie dann Restaked Ether. Die Restaked Ether können Sie dann wieder in den Smart Contract, der zur CapDAO Bridge gehört, einbringen. Dadurch kriegen Sie entsprechende Token auf dem Layer 2 Netzwerk, auf dem Sie agieren wollen, ausgezahlt. Solange Sie die halten, sind Ihre Restaked Ether auf der Ethereum Blockchain in dem Smart Contract geblockt. Wenn Sie irgendwann wieder auf der Ethereum Blockchain mit Ihrem Restaked Ether was machen wollen, verbrennen Sie einfach Ihre Token auf dem Layer 2 Netzwerk. Dadurch werden dann die eigentlichen Restaked Ether, die auf der Ethereum Blockchain im Smart Contract geblockt waren, wieder freigegeben. Sie können wieder auf der Ethereum Blockchain agieren. Das ist letzten Endes wichtig, damit Sie die Restaked Ether tatsächlich verwenden können, um dann auf dem Layer 2 Netzwerk, auf dem Sie damit im Staking teilnehmen können, eben die entsprechenden Transaktionen durchführen können. Und ja, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann auf dem Bild. Das soll andeuten, eben oben wird einer von den Restaked Ether, die über die Brücke transportiert waren, beziehungsweise die von der Brücke ausgegeben wurden, verbrannt werden. Dadurch wird der hinterlegte Restaked Ether auf der Ethereum Blockchain wieder freigegeben. Ja, so funktioniert eine Bridge. Und ja, die CapDAO Bridge war ja letzten Endes das, was angegriffen wurde. Also kommen wir nochmal zurück, zusammenfassend zu der Frage, was ist CapDAO? Das ist ein Liquid Restaking Protokoll auf Ethereum. Das heißt, da kann man in einem Smart Contract Ether hinterlegen, kriegt dafür Restaked Ether, die durch die Teilnahme der hinterlegten Ethers am Staking an Wert gewinnen. Gleichzeitig kann man diese Restaked Ether als liquides Token verwenden, um sie zum Beispiel über die CapDAO Bridge zu einem Layer 2 Netzwerk zu transportieren, dort damit am Staking und damit der Absicherung dieses Layer 2 Netzwerkes teilnehmen und sich dadurch Staking-Prämien in Restaked Ether verdienen, die gleichzeitig dann eben auch noch an Wert gewinnen. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen nachvollziehbar. Ja. So, ich hoffe, dass Sie mit diesen vielleicht etwas holprigen Erklärungen nachvollziehen können, wie Restaking funktioniert und wie eine Bridge funktioniert. Das ist wichtig, damit Sie den Angriffsvektor nachvollziehen können, und dafür sollten Sie auch Layer 0 kennen. Layer 0 ist sozusagen eine Plattform, das heißt eine Sammlung von grundlegenden Funktionen, die man für praktisch jedes Bridge-Protokoll, jede Bridge-Anwendung braucht und ja, die man durch Layer 0 nicht immer wieder neu programmieren muss, sondern die man verwenden kann, indem man Layer 0 entsprechend konfiguriert und durch die wirklich individuell gebrauchte Software dann ergänzt zu einer Gesamtanwendung, wie man sie eben haben will, wie man sie anbieten will. Layer 0 ist wirklich wichtig und bekannt. Man spricht von der Blockchain der Blockchains, also viele Bridge-Protokolle basieren auf Layer 0, über 200 Anwendungen, haben bisher über 50 Milliarden US-Dollar Volumen abgewickelt. Ist also wirklich eine wichtige Anwendung, über die sehr viel passiert. Oder Anwendung, was heißt Anwendung? Es ist eben eine Plattform, die zu einer Anwendung ergänzt wird. Und wie gesagt, wichtig für diesen Angriff, über den wir heute sprechen wollen. Und zwar deshalb, weil Layer 0 auch die grundlegende Funktion liefert, mit der sichergestellt wird, dass auf der Ethereum Blockchain tatsächlich nur dann ein Restaked Ether freigegeben wird, wenn wirklich das entsprechende Pendant auf dem Layer 2 Netzwerk vernichtet, entwertet, verbrannt worden ist.
Wie das funktioniert, ist hier schematisch dargestellt. Also Sie sehen die gleichen Komponenten wie im letzten Bild auch. Dunkelblau die Bridge, hellblau die Ethereum Blockchain und das Layer 2 Netzwerk und die wichtigen Komponenten dieser Logik. Ja, kann man so sagen. Ja, in Grau hinter allem steht eben dieser Layer 0, der diese Grundfunktionen liefert. So, wie funktioniert das? 3 wichtige Komponenten. Zum einen der Endpoint, das ist ein Smart Contract, der von der jeweiligen Bridge konfiguriert wird. Der dient dazu, um festzustellen, dass das aufs Layer 2 Netzwerk übertragen oder im Layer 2 Netzwerk existierende Token verbrannt worden ist. Wenn der Endpoint das registriert, schickt er an die zweite wichtige Komponente, nämlich den Exekutor, eine Nachricht, dass das entsprechende Token auf der Ethereum Blockchain wieder freigegeben werden soll. Allerdings führt der Exekutor diese Anweisung nicht direkt aus, sondern holt erst die Bestätigung ein, dass der Burn wirklich stattgefunden hat. Und da kommt die dritte Komponente ins Spiel, die DVNs, die Decentralized Verifier Networks. Das sind unabhängige Netzwerke, die von dem Exekutor angefragt werden, ob der Burn stattgefunden hat. Und wenn die angefragt werden, fragen die ihrerseits wieder bei den RPC-Nodes an, ob die diesen Burn abgewickelt haben. Wenn die RPC-Nodes das bestätigen, bestätigen die DVNs gegenüber dem Exekutor, dass der Burn tatsächlich stattgefunden hat. Und mit der Anweisung vom Endpoint und der Bestätigung durch die unabhängigen Verifikationsnetzwerke gibt der Exekutor letzten Endes wirklich den Restaked Ether auf der Ethereum Blockchain frei. Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass ich die Linien so ein bisschen willkürlich verteilt habe. Ist Absicht, denn da liegt tatsächlich der Knackpunkt. Grundsätzlich liegt es beim Anbieter des Bridge-Protokolls, wie genau er die Bestätigung konfiguriert. Layer 0 arbeitet da mit einer x von y von n Regel. N wäre die Gesamtanzahl aller verfügbaren DVNs. Die wird meistens gar nicht genannt. Ne? Wichtig ist y, das ist eine Anzahl von DVNs, die insgesamt zustimmen müssen, und x ist die Anzahl von DVNs, die der Bridge-Protokoll-Anbieter namentlich festlegt. Das heißt also, 3 of 5 würde zum Beispiel bedeuten, der Protokollanbieter legt 3 DVNs namentlich fest, weil er 3 ganz bestimmte haben will, und die 5 bedeutet, dass insgesamt zustimmen müssen. Das heißt, es kommen noch 2 zusätzliche dazu, die dann aber zufällig ausgewählt werden. Und das ist der Punkt. Das sind natürlich 2 Sicherheitsmerkmale. Zum einen müssen mehrere DVNs zustimmen und zum zweiten kommt dann noch eine gewisse Anzahl von zufällig Ausgewählten dazu. Das macht es dem Angreifer, wenn man es richtig konfiguriert, unmöglich vorherzusehen, welche DVNs tatsächlich bestätigen müssen, welche also manipuliert werden müssten, wenn man versucht, das anzugreifen. Wenn man es richtig konfiguriert. Jetzt hat CalpDAO eine One-of-One-Konfiguration gewählt. Das heißt, es musste tatsächlich nur ein DVN zustimmen. Das war dann auch noch namentlich festgelegt von CalpDAO und ja, wie alles in der Blockchain steht es eben in der Blockchain und jedermann konnte nachlesen, welches DVN zustimmen musste. Dadurch sind natürlich ganz wesentliche Sicherheitsmerkmale verloren gegangen. Der Angreifer musste nur eins der DVNs manipulieren, ja, und wusste von vornherein genau, welches das war. Und das hat eben der Angreifer auch ausgenutzt in dem Fall. Ja, natürlich geht dann das Fingerpointing los. Layer 0 warf CalpDAO vor, eine unsichere Konfiguration verwendet zu haben. CalpDAO hat Layer 0 vorgeworfen, so eine unsichere Konfiguration überhaupt ermöglicht zu haben. Ja, letztlich haben da beide einen Punkt, ne? Aber beide haben sich da auch selber in die Nase zu fassen. Und ich denke nur, wenn ich aus der Projektlogik, also aus der Logik
desjenigen, der konkrete Systeme für konkrete Anwendungen entwickelt, basierend auf Plattformen. Ich denke mir, man sollte sich grundsätzlich niemals blindlings auf das verlassen, was möglich ist. Nicht alles, was man einstellen kann, ist auch eine gute Einstellung. Nicht jede mögliche Konfiguration ist eine gute Konfiguration. Und ja, wer immer solche Plattformen benutzt, um ein System zu bauen, sollte natürlich gerade bei so wesentlichen sicherheitsrelevanten Dingen auch darüber nachdenken, welche Konfiguration bietet mir welches Sicherheitsniveau, welche Konfiguration bietet welche Angriffsflächen. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Letzten Endes, wie gesagt, haben beide Seiten dazu beigetragen, aber man kann auch keine von beiden Seiten freisprechen. Layer Zero hat dann nach Pressemeldung tatsächlich eingeräumt, dass es nicht hätte möglich sein sollen, diese Konfiguration zu wählen. Ich persönlich sage, ja, stimmt irgendwie, aber letzten Endes haben den Schaden die eigenen Kunden, beziehungsweise derjenige, der ein System daraus baut. Und ja, wenn man solche Anwendungen baut, über die Millionenbeträge laufen, muss man an der Stelle wirklich nachdenken, wie sicher ist die Konfiguration, die ich wähle. Ganz egal, ob sie möglich ist oder nicht, beziehungsweise ganz egal, ob eine Konfiguration möglich ist oder nicht. Das heißt noch nicht, dass sie sicher ist. Was sicher genug für die eigene Anwendung ist, entscheidet letztlich der die Anwendung baut. Aber schauen wir uns an, wie der Angriff abgelaufen ist. Denn die One-of-One-Konfiguration hat einen Single Point of Failure geschaffen, der wahrscheinlich den Angriff möglich und erfolgreich gemacht hat, aber es war trotzdem keineswegs trivial. Die Angreifer haben einen wirklich ausgefeilten Plan gehabt und ohne ausgefeilten Plan hätten sie wahrscheinlich auch keinen Erfolg gehabt. Und wichtig ist, das DVN, also in dem Fall namentlich das Layer Zero Labs DVN, das hatte CapeDAO als einziges anzufragendes DVN angegeben. Das wurde nicht kompromittiert, angegriffen wurde es, aber es wurde nicht kompromittiert, sondern getäuscht. Und zwar ist das folgendermaßen abgelaufen. Die Angreifer haben als erstes eine gefälschte Nachricht an den Exekutor geschickt mit der Anweisung, die 116.500 letzten Endes gestohlenen Restaked Ether aus dem Smart Contract freizugeben und an Accounts bzw. Wallets der Angreifer zu übertragen. Gleichzeitig oder unmittelbar vorher hatten die Angreifer 2 der RPC-Nodes übernommen und haben von denen aus gefälschte Bestätigungen an das DVN, wie hieß es nochmal, an das Layer Zero Labs DVN geschickt mit Bestätigung für die angebliche Verbrennung der entsprechenden Pendants zu diesen 116.500 Restaked Ether und die übrigen RPC-Nodes, die sie nicht übernommen konnten oder nicht übernommen haben, haben sie mit gezielten DDoS-Attacken, also Distributed Denial of Service-Attacken, lahmgelegt. Sie wissen, Denial of Service-Attacke bedeutet, dass man einen Server flutet mit einer Vielzahl von Anfragen, die er nicht bearbeiten kann. Dadurch wird der Server handlungsunfähig. Das zweite große D steht für Distributed. Das bedeutet, dass man nicht von einem einzigen Punkt aus angreift, sondern von vielen Rechnern aus. Ist also ein Standard. Und ja, die Angreifer haben das eben benutzt, quasi als flankierende Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass keiner außer den beiden RPC-Nodes, die sie selber übernommen hatten, irgendwelche Meldungen an das DVN schicken konnten, die der Bestätigung widersprochen hätten. Und dadurch hat eben das DVN die Transaktion als bestätigt angesehen, hat die Bestätigung gegenüber dem Exekutor ausgesprochen und so hatte der Exekutor eben die Anweisung, diese 116.500 Restaked Ether auszuzahlen bzw. aus dem Smart Contract freizugeben und hatte auch die Bestätigung dafür, hat also so gesehen korrekt gehandelt, nur eben, dass sowohl die Anweisung als auch die Bestätigung letztlich gefälscht waren.
Ja, die Angreifer haben dann über Landing-Protokolle, also das ist, ich weiß nicht, wie tief ich da jetzt drauf einsteigen sollte. Landing-Protokolle sind Protokolle, wo man Token einlegen, aber eben sich auch Token ausleihen kann. Und über solche Protokolle, über solche Landing-Protokolle haben die Angreifer ihre Restake oder die erbeuteten Restake-Ether in andere Token umgewandelt und sind damit letztlich über alle Berge. Ja, es hat 46 Minuten gedauert, dann hatte CapDAO und auch alle anderen gefährdeten Protokolle, es ist ja nicht immer nur das eine Protokoll gefährdet durch solche Aktionen, alle diese Protokolle hatten ihre Dienste eingefroren nach einer guten Dreiviertelstunde. Das ist wiederum beachtlich. Schlimmeres konnte so wahrscheinlich auch verhindert werden. Gut so. Na, trotzdem, die Beute war letzten Endes 292 Milliarden US-Dollar in Restaked Ether. Plus ja, der Fakt, dass eben durch diese Umwandlung, den Umtausch, die Geldwäsche in Anführungszeichen, über Landing-Protokolle sogenannte Bad Debts entstanden sind. Also so ein Landing-Protokoll funktioniert so, dass man Token einlegt und entsprechend des Wertes, den man eingelegt hat, kann man sich andere Token ausleihen. Ist eine ganz wichtige Funktion für zum Beispiel Börsen. Dadurch können Kryptobörsen sich schnell in großen Mengen Liquidität beschaffen, wenn benötigt. Also diese Landing-Protokolle sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche Kredithaier, sondern die sind eben eine ganz zentrale Feature in der DeFi-Welt, in den dezentralisierten Finanzen, weil die für Liquidität sorgen. Nur eben dadurch, dass die Angreifer die gestohlenen Restaked Ether hinterlegt haben, um sich andere Token, die dann wiederum leichter zu versilbern sind, ausgeliehen haben, sind eben Bad Debts entstanden, also letzten Endes ja, das DeFi-Pendant zu Krediten ohne Deckung, und das ist durchaus ein Problem für die Branche. Also, unterm Strich, was in die Katastrophe geführt hat, waren negative Synergien zwischen mindestens zwei schwerwiegenden Fehlerquellen. Zum einen, dass eine nicht hinreichend sichere Konfiguration überhaupt möglich war. Zum anderen, dass sie auch konkret gewählt wurde. Also man könnte salopp sagen, einer hat sich auf den anderen verlassen, unterm Strich hat dann keiner für die angemessene Sicherheit gesorgt. Dazu kommen noch Punkte, die man nicht unerwähnt lassen sollte, also zumindest konnten ja 2 RFC-Knoten übernommen werden. Haben wir jetzt nicht weiter im Detail analysiert, würde jetzt wahrscheinlich auch zu weit führen, aber ist auch ein Punkt. Auch da sind mit Sicherheit Sicherheitslücken ausgenutzt worden. Ja, und das DVN, sollte man auch nicht ganz vergessen, hat die Transaktion bestätigt nach Rückbestätigung durch nur 2 RPC-Nodes. Ich kann jetzt offen gesagt nicht beurteilen, ob das ja, vielleicht auch eine unzureichende Konfiguration ist. Weiß ich nicht. Zumindest sollte man den Punkt im Kopf haben und auch bedenken. Na? Aber unterm Strich, wie so oft, einzelne relativ kleine Fehler oder einzelne Fehler, die aus sich in dem Moment, wo man sie macht, unbedeutend erscheinen, aber ja, unterm Strich ergeben sie eben ein erhebliches Risiko, wenn sie sich in einem komplexen Technologiestack aufsummieren. Und es kommt natürlich noch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich ein leistungsfähiger, gut organisierter Angreifer. Na, das war jetzt nicht ein Hack, wo sich jemand durch eine Backdoor Adminrechte verschafft hat und damit irgendeine Transaktion ausgelöst hat, sondern da wurden nicht nur Sicherheitslücken ausgespäht, es wurden 2 RPC-Nodes übernommen, es wurde eine DDoS-Attacke auf mehrere andere RPC-Nodes durchgeführt, die gefälschte Nachricht, die gefälschte Bestätigung, das Ganze innerhalb von 46 Minuten, einschließlich dem Beutezug und der Geldwäsche, in Anführungszeichen. Das zeugt schon von einem leistungsfähigen Angreifer, der weiß, was er tut und ja, der auch entsprechend gut organisiert ist. Da komme ich dann in der nächsten Folge drauf, wer dafür in Frage kommt. Für mich ist, nachdem ich so eine Geschichte analysiert habe, erstmal die Frage, was würde ich
für Learnings für mich daraus mitnehmen. Und bitte, auch das ist jetzt keine Beratung, na, das ist meine persönliche Meinung und vielleicht ein Einblick, wie ich in so einem Projekt vorgehen würde, beziehungsweise welche Punkte ich als wichtig erachten würde, um solchen Katastrophen eben so gut wie möglich vorzubeugen. Das wäre zum einen, dass man abwägt, wie viel Innovation brauche ich wirklich, inwieweit kann ich auf bewährte, schon vielfach eingesetzte Lösungen zurückgreifen. Ich hatte beim letzten Video auch schon gesagt, ja, neue komplexe Technologien haben natürlich andere Risiken als gut bewährte Technologien. Okay, bei Layer Zero muss man dazu sagen, das ist eine Lösung, die vielfach angewendet worden ist, über die schon große Summen transferiert worden sind. Und es ist jetzt, ich weiß zumindest von keinem anderen großen Schadensfall. Insofern ist keine Lebensversicherung. An der Stelle war ja auch nicht nur Layer Zero dafür verantwortlich. Ja, aber zweiter Punkt, Komplexität des Technologiestack. Was brauche ich wirklich von dem, was ich in mein System einbaue? Kann ich die Komplexität in irgendeiner Form reduzieren? Das ist eine Frage, die ich mir immer stellen würde. Und habe ich auch Sicherheitskonfigurationen und Audits, die wirklich passen zu den anderen Faktoren, also innovative Lösungen in einem komplexen Technologiestack, verbunden noch mit großen Werten, die man erbeuten könnte. Na, das muss man sich natürlich überlegen, wenn man plant, welche Maßnahmen man ergreift, um das Systemdesign und später den Systembetrieb sicherzustellen. Und da sind wir an der Stelle, wo ich sage, naja, wenn ich eine X von Y von N-Konfiguration einstellen kann, genügt mir wirklich die Minimallösung 1 von 1. Wenn ich Hunderte von Millionen Dollar darüber abwickeln will, sollte man darüber nachdenken. Das ist sicherlich, also in der späteren Folge über das Drift-Protokoll, da kommen wir zu ähnlichen Fehlern. Also ich glaube, das sind Punkte, wo die DeFi-Branche sich wirklich überlegen muss, wie will sie das in Zukunft managen, um sicher und vertrauenswürdig zu sein. Aber es kommt eben noch dazu als Faktor Attraktivität des Angriffsziels. Wie gesagt, Millionen Werte, Hunderte von Millionen, und die Gefährlichkeit potenzieller Angreifer. Der letzte Punkt hängt natürlich mit dem vorherigen Punkt zusammen. Klar, je mehr Beute man machen kann, desto gefährlicher und besser organisiert sind die Angreifer, desto mehr Aufwand und Hirnschmalz investieren sie. Aber, und das ist jetzt der Teaser für die nächste Folge, es geht nicht immer nur um Geld, sondern es gibt möglicherweise auch andere Gründe, weshalb man selbst zum Angriffsziel werden könnte. Und auch das ist ein Punkt, den zu bedenken ich meinen Kunden raten würde. Ja, das war diese Folge der Digital Economy Review. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe, es war informativ für Sie. Bei der nächsten Folge wird es nicht ganz so technisch. Da werde ich mir ein bisschen gemeinsam mit Ihnen diese ominöse Lazarus-Gruppe angucken. Ich hoffe, dass ich Sie auch dazu wieder begrüßen darf. Bis dahin erstmal viel Erfolg.